In der Schule habe ich mich sehr für Biologie und Mathematik interessiert und habe mich dann umgeguckt, was es für interdisziplinäre Studiengänge gibt, die vielleicht mehrere Naturwissenschaften kombinieren. Und dadurch bin ich dann auf die Bioinformatik gestoßen, die eine sehr gute Kombination aus Naturwissenschaften ist und auch aus Informatik und Mathematik. Mit 12 Jahren habe ich angefangen, mich für das Programmieren zu interessieren. Und in der Oberstufe hatte ich dann die Leistungskurse Biologie und Chemie, die mich dann an die Naturwissenschaften rangebracht haben. Und als ich dann erfahren habe, dass es den Studiengang Bioinformatik gibt, habe ich gedacht, das ist ja die perfekte Kombination aus beidem. Also habe ich mich dann für die Bioinformatik entschieden. Ja, die Bioinformatik analysiert Daten aus den Lebenswissenschaften und der Medizin und versucht darin Zusammenhänge zu erkennen, Erkenntnisse, auch Erklärungen zu finden und sogar Vorhersagen zu machen. Hier in Saarbrücken ist die Bioinformatik sehr stark an unsere exzellente Informatik angelehnt und unsere Studenten erhalten damit eine sehr gründliche und systematische Ausbildung in der Informatik. Meistens ist unseren Studierenden in der Schule Mathematik eher leicht gefallen, aber sie haben sich eben auch interessiert für Biologie und deren Zusammenhänge. Und dieses Zusammenbringen ist ein Spagat und gerade besondere Herausforderung in unserem Studium. In der Mathematik macht man oft rationale Lösungsansätze und in den Lebenswissenschaften geht man manchmal eher suchend voran. Und das Zusammenbringen ist eigentlich eine spannende und interessante Herausforderung. Für den Bioinformatikstudiengang sollte man auch Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren, weil oft alles am Anfang vielleicht mal nicht so klappt und dann muss man gucken, was könnte man ändern, damit es besser funktioniert und man dadurch dann durch mehrfaches Ausprobieren oft erst ans Ziel kommt. Hier an der Saar-Uni finde ich es sehr schön, dass man einerseits die Vorteile von einem eher kleinen Studiengang in der Bioinformatik hat, wo es dann auch nur sehr wenige Studierende gibt und gleichzeitig in den Informatikvorlesungen einen sehr großen Studiengang ist, wo man dann mit sehr vielen Studierenden zusammen ist. In unserem Bioinformatik-Studiengang erhalten die Studierenden eine systematische Ausbildung in den Informatikmethoden und lernen zum anderen die experimentellen modernen Methoden kennen, mit denen man zum Beispiel große Erbgute von Menschen und Patienten analysieren kann. Was unterscheidet die Genome von Krebspatienten von den Genomen von Gesunden? Ja? Woher kommt eigentlich Krebs? Was sind die genetischen Ursachen für Krebs? Oder man möchte beantworten, was für eine bestimmte Medikamententherapie kann für einen bestimmten Patienten ideal sein, im Gegensatz zu anderen Medikamenten, die man vielleicht normalerweise einsetzen würde. Oder auch, warum entstehen in Bakterien Antibiotikaresistenzen und was kann man dagegen tun? Bei der Antibiotikatherapie zum Beispiel. Also man nimmt unter anderem praktische Erfahrungen mit, indem man zunächst an einem Softwarepraktikum teilnimmt. Das ist in der Informatik, da entwickelt man zusammen mit anderen eine Applikation. Und man kann aber auch an einem Laborpraktikum teilnehmen in der Biologie. Unser Studiengang bietet vor allem eine sehr gründliche Ausbildung in den informatiknahen Bereichen. Praktische Erfahrungen sammeln unsere Studenten nicht unbedingt selbst, dass sie jetzt im Labor stehen, wie ein Biologe oder ein Pharmazeut. Aber in den Forschungsprojekten hat man oft enge Zusammenarbeit mit experimentellen Arbeitsgruppen, wo man über die Interpretation der experimentellen Daten sprechen muss, miteinander danach suchen muss, was die Erklärung sein kann, sodass also die Studierenden zum Beispiel in ihren Abschlussarbeiten oft in Kontakt mit den experimentell arbeitenden Gruppen geraten. Also ich selbst würde nach dem Studium ganz gerne in die Softwareentwicklung gehen, da speziell in die Industrie und Software entwickeln für biologische Anwendungen, unter anderem Genanalyse oder für die Medikamentenentwicklung. Nach meinem Studium bin ich mir noch nicht ganz genau sicher, ob ich gerne in der Forschung bleiben würde oder lieber in die Industrie. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, im medizinischen Bereich zu arbeiten, also zum Beispiel personalisierte Medizin oder auch Diagnostik.